Hallo zusammen. Ja, stellt euch vor, ihr könnt eure Mikrocontroller-Lösung, die ihr gebastelt habt, ganz einfach über Funk updaten. Also ganz ohne USB-Kabel. Klingt doch praktisch. Ist es auch. Willkommen zu meiner kurzen Guide über Arduino OTA, dem drahtlosen Upload von Sketchen direkt aus der IDE. Perfekt für Projekte, bei denen man nicht jedes Mal das Gehäuse öffnen will oder irgendein Projekt von der Wand abhängen oder vielleicht irgendwas sogar hinter einer Abdeckung hervorholen möchte. Und wie es geht? Nach dem Intro. OTA steht für Over the Air. Damit kannst du deine Firmware über das Netz auf dein Board laden. Zum Beispiel auf einen ESP32, einen ESP8266 oder einen Arduino Nano ESP32. Also alles, was ein Wi-Fi-Modul mit an Bord hat, das sich mit dem Netzwerk verbinden kann. Was brauchst du jetzt dafür? So, in der Arduino IDE unter der Bibliotheksverwaltung da einmal nach OTA suchen und für das jeweilige Board dann diese Library einmal installieren. Bei der Frage, ob alle Abhängigkeiten installiert werden sollen, natürlich alle installieren. Dann noch als nächstes natürlich euren Mikrocontroller, dann natürlich noch den Port eintragen, Beispiele rein und schau einfach, dass zu diesem Board ein Beispiel drin ist. Und wenn man das Ganze dann einmal geladen hat, dann sieht man, dass bestimmte Punkte müssen halt von vornherein eingerichtet werden für einen Access Point, die SSID und das Passwort. Was auch wichtig ist, ist später in der Firewall im Port 3232 einmal freigegeben wird, damit das Ganze auch gefunden werden kann. Und wer letztendlich dafür sorgen möchte, dass das Ganze von außen nicht aus Versehen überschrieben wird, kann auch das Ganze hier mit einem Passwort versehen, damit letztendlich dann nur wer dieses Passwort kennt, euren Mikrocontroller upgraden darf. Wie dieser Passwortschutz erstellt wird, schaut euch einfach mal das im Detail auf meiner Webseite an. Für die bessere Übersicht habe ich jetzt einfach mal ein klitzekleines Test-Sketch genommen, hier das Blink-Sketch, damit man überhaupt mal sehen kann, was der eigentliche Funktion bei dem Ganzen sein soll. Und dazu habe ich jetzt einfach die wichtigsten OTA-Teile jetzt hinzuaddiert. Also die Library muss rein, SSID muss rein. Wer möchte quasi einmal ein Passwort zusätzlich auf jeden Fall unbedingt ein Hostname, der eindeutig zeigt, wie euer Gerät heißt. Also wenn ihr mehrere Geräte im Umlauf habt, dann kann euch dann hoffentlich bei guter Benennung nicht passieren, dass ihr den falschen upgradet. Und last but not least, in der eigentlichen Loop muss dann einfach dieses Arduino OTA Handle rein und dann ist das Ganze soweit vorbereitet, um es hochzuladen. Nachdem der erste Sketch-Upload nun per Kabel übertragen wurde, könnt ihr dieses Kabel jetzt entfernen. Nun wollen wir doch mal testen, ob es so funktioniert wie erwartet. Voraussetzung ist jetzt, dass die Arduino IDE an dem Gerät, das ihr jetzt quasi in Zukunft ja startet, der sich im selben WLAN befindet wie der Mikrocontroller. Der Firewall habt ihr erlaubt, den Port 3232 zu öffnen. Der Sketch wurde wie gewünscht geändert und kann nun per Funk übertragen werden. Da nun unter Werkzeuge der Port ja nicht mehr vorhanden ist, weil ihr das Kabel ja abgezogen habt, muss, sofern alles geklappt hat, jetzt der Hostname des Mikrocontrollers zu sehen sein, hinter der diese IP-Adresse steckt. Bei euch kann die natürlich komplett anders sein, je nachdem, was euer DHCP euch für eine IP-Adresse zugeteilt hat. Sollte jetzt ein Passwort gesetzt worden sein, kommt an dieser Stelle natürlich die Abfrage des Passwortes. Und danach ist es endlich soweit. Jetzt könnt ihr den Upload starten und wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr euch darüber freuen, dass ihr jetzt so eine einfache und schöne Lösung kennt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, freue mich über jeden Like, den ich von euch bekomme, wünsche euch noch einen schönen Sommer und bis demnächst.